Die Charité. Mehr als 300 Jahre Krankenhausgeschichte mitten in Berlin. Was als Pesthaus vor den Toren der Stadt begann, ist heute das größte Universitätsklinikum Europas. Ein Ort der Spitzenforschung in historischen Mauern. Fast die Hälfte der Gebäude der Charité steht unter Denkmalschutz. Auf dem Areal hat es immer Zeiten des Wachstums gegeben, Zeiten der Zerstörung. Die Charité erlebte 2 Weltkriege, Revolutionen und die deutsche Teilung. Die Spuren sind bis heute zu sehen. In der DDR-Zeit wurde es dann zur renommierten Klinik, die auch die DDR dann weltweit bekannt machte. Im Laufe ihrer Geschichte wurde die Charité ständig umgebaut und erweitert. Es hieß, ein Raumschiff sei hier in Lichterfelde gelandet. Mittlerweile hat die Charité 4 Standorte in Berlin. Aus dem einstigen Pesthaus wurde ein Prestigeobjekt. Und die Entwicklung geht weiter. Die Charité plant große Neubauten. Wir sehen hier schon, dass ein Leuchtturmprojekt entstehen wird. Heute ist die Charité eine Marke und Berlin ist stolz auf sie. Egal, wer gerade an der Macht war, ob Krieg oder Frieden herrschte, die Charité wurde immer gebraucht und genutzt. Kommen Sie mit uns in historische Hörsäle, den Sauerbruchbunker und an geheime Orte, die sonst verschlossen bleiben. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Rauhut und ich bin der Direktor des Landesdenkmalamtes Berlin. Wir befinden uns hier in der Keimzelle der Charité, dort, wo vor mehr als 300 Jahren alles begann, im Jahre 1710. Damals lag dieses Gelände vor den Toren der Stadt. Heute ist es mitten in Berlin. Dort ließ König Friedrich I. ein Pesthaus bauen, in dem Erkrankte isoliert werden konnten. Denn Anfang des 18. Jahrhunderts war im Osten Europas die Pest ausgebrochen. Und der König rechnete damit, dass die hochansteckende Krankheit auch Berlin erreichte. Doch die Stadt blieb verschont und so stand das Gebäude zunächst leer. Man nutzte es als Obdachlosenheim, bis es 1727 zum Lazarett wurde und zu einer Ausbildungsstätte für Militärärzte. Am Rande eines Briefes schrieb der König, es soll das Haus die Charité heißen. Damit wurde eine Marke geschaffen, die bis heute Bestand hat. Das ehemalige Pesthaus war ein zweigeschossiger Fachwerkbau mit 4 Ecktürmen. Es lag inmitten von Wiesen und Gärten, verfügte über Stallungen und eine eigene Brauerei. Im Laufe ihrer Geschichte wurde die Charité mehrmals abgerissen, neu gebaut und erweitert. Und das alles bei laufendem Betrieb. Das älteste erhaltene Haus auf dem Charité-Campus in Mitte ist das Aschheim-Sondeckhaus. Es stammt aus dem Jahre 1836 und wurde als sogenanntes Pockenhaus gebaut. Heute kaum zu glauben, bei seiner Fertigstellung stand es außerhalb der Stadtmauern. Hier wurden Menschen untergebracht, die an Pocken erkrankt waren. So wie dieses denkmalgeschützte Haus sah auch der Vorgängerbau der Charité aus. Typisch ist der sogenannte Rundbogenstil. Er ist kennzeichnend für wichtige Nutzbauten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Übrigens hat es das Pockenhaus später zu wissenschaftlichem Weltruhm gebracht. Hier wurde der erste hormonbasierte Schwangerschaftstest entwickelt. Die eindrucksvollen Backsteinbauten, die heute den historischen Campus in Mitte bestimmen, entstanden ab 1896. Damals beauftragte man den Architekten Georg Diestel mit einem Gesamtplan für das Gelände. Er ließ die alten Häuser der Charité fast vollständig abreißen und entwarf eine einheitliche Anlage, die wie eine kleine Stadt wirkt. Dabei legte man auch großzügige, attraktiv gestaltete Grünanlagen an, die den Erkrankten die Möglichkeit zum Aufenthalt im Freien boten. Sibylle Haseley sorgt dafür, dass dieser Charakter erhalten bleibt. Die Gebietsreferentin des Landesdenkmalamtes Berlin betreut den Campus Mitte der Charité. Sie kümmert sich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der unteren Denkmalschutzbehörde darum, dass die Struktur der Gesamtanlage geschützt wird.
Denn an ihr kann man ihn noch feststellen, den damals typischen Pavillonstil. Frau Haseley, wir sind mitten in der Stadt auf dem Campus der Charité. Trotzdem ist hier ganz ruhig, grün. Was ist das für eine besondere Anlage, wo wir hier sind? Das ist eine in sich geschlossene, an einem Stück entwickelte Anlage aus dem 19. Jahrhundert. Damals trennte man noch Funktionen. Das heißt, es gab für jede Funktion, für die chirurgische Klinik, für die medizinische Klinik, die Nervenklinik eigene Gebäude. Man versuchte das zu ordnen, indem man Achsen anlegt. Es gab Hauptachsen und Querachsen. Nach ihrer Wichtigkeit waren jetzt natürlich die chirurgische Klinik und die medizinische Klinik an den zwei Hauptachsen und dann benachbart das Pathologische Institut, die Hautklinik, die psychiatrische und Nervenklinik am Kopfende. Und diese Pavillons stehen ganz locker angeordnet, eingebettet in so eine ganz prächtige Grünanlage. Was mir mal auffällt, sind diese wunderbaren Balkone oder Loggien, die sich nach Südwesten meistens öffnen, ich glaube fast immer. Was haben die für eine Funktion? War mit Teil natürlich des Genesungsprozesses. Dort waren Ruhebetten, das findet man in Klinikstandorten aus dieser Zeit typischerweise. Also Licht, Luft und Sonne. Und Sonne war ein ganz wichtiges Thema. Denk an den Gebäuden oder an der Architektur, sieht man, welchen Wert diesem Klinikareal beigemessen wurde. Dass es auch wirklich schon damals ein Prestigeobjekt war, was Wissenschaftler anziehen wollte. Man baute hier nicht nur einfach Funktionsgebäude, die Fassaden und Fenster hatte, sondern es ist wirklich eine sehr repräsentative Architektur mit diesen Ziergiebeln, mit Schmuckwerk, mit Putzflächen, mit Kunst am Bau. Und daran merkt man, wie wichtig dieses Bauprojekt damals war. Und tollen Innenräumen, Treppenhäusern, genau. Rippengewölben. Wunderbar gestalteten Treppenaufgängen, farbig, genau. Also es war ein Ziel, hier auch sich zu präsentieren. Zwischen 1868 und 1906 entstanden neben der Charité 4 weitere große städtische Kliniken in Berlin. Friedrichshain, Urban, Moabit und Virchow. Auch sie wurden alle im sogenannten Pavillonstil erbaut. Eines davon gehört seit 1997 zur Charité, das Virchow-Klinikum im Wedding. Bei seiner Eröffnung 1906 galt es als das modernste Krankenhaus Europas und übertraf mit seinen riesigen Ausmaßen alle bisherigen Einrichtungen. Mehr als 2000 Betten umfasste die sogenannte Gartenstadt für Kranke mit ihren wohlgestalteten Pavillons, die in einem parkähnlichen Gelände angeordnet waren. Licht- und luftdurchflutet waren die Gebäude und jeder Fachbereich hatte einen eigenen Pavillon. So sollte verhindert werden, dass Krankheiten sich ausbreiten konnten. Mit dieser Architektur wollte man aktiv die Genesung der Kranken befördern. Heute erinnert nur noch dieser kleine Teil daran, wie das gesamte Gelände vor mehr als 100 Jahren ausgesehen hat. Geplant wurde die Anlage von Stadtbaurat Ludwig Hoffmann. Doch die Initiative geht zurück auf Rudolf Virchow, nach dem das Klinikum auch benannt ist. Er war Charité-Professor und Politiker und setzte sich Zeit seines Lebens für die medizinische Grundversorgung der breiten Bevölkerungsschichten ein. Das ursprüngliche Virchow-Klinikum wurde im Zweiten Weltkrieg größtenteils zerstört. Erhalten geblieben ist aber das ehemalige Hauptgebäude am Augustenburger Platz, einige historische Bauten wie das Kesselhaus sowie die 500 Meter lange grüne Mittelallee. Diese Achse wird auch künftig beibehalten, wenn das Gelände weiter bebaut wird. Denn von allen Charité-Standorten gibt es hier das größte Entwicklungspotenzial. Was das genau bedeutet, weiß Nadine Mauritz. Sie leitet derzeit die Bauabteilung der Charité. Frau Mauritz, hallo. Herr Rauhut. Frau Mauritz, hinter uns wird gebaggert, gebohrt. Was entsteht hier? Hier wird das Deutsche Herzzentrum der Charité gebaut. Das wird ca. 60 Meter hoch sein mit 15 oberirdischen Geschossen und noch einem Hubschrauberlandeplatz obendrauf und natürlich auch noch unterirdischen Geschossen für die Technik. Insgesamt ca. 30.000 Quadratmeter Nutzfläche. Jetzt ist hier ein Gebäude, was neu gebaut wird, aber wir befinden uns ja auf einem historischen Campus. Wie entwickelt man überhaupt so einen Campus weiter, dass man dann auch zu dem Ergebnis kommt, hier
wird ein Neubau entstehen. Da haben wir uns natürlich den gesamten Campus angeschaut. Wir wollen ja nicht irgendwo Einzelgebäude verorten, sondern dafür braucht man im Grunde einen Gesamtplan. Diesen städtebaulichen Masterplan, wo wir Baufelder definiert haben, wo Neubau entstehen kann, wo Gebäude auch stehen bleiben. Diese historischen Elemente des bestehenden Campus, zum Beispiel die Mittelallee und das Grün, das wollen wir ja auch im Masterplan noch stärken, weil wir wirklich glauben, das ist eine sehr große Qualität. Nicht nur ein Gebäude soll heilend wirken, sondern der ganze Campus soll heilend wirken. Wie gehen Sie da vor und was passiert mit einem denkmalgeschützten Bau, der Charité typischerweise? Ja. Die werden natürlich auch genutzt, genauso wie die Neubauten, die wir errichten. Wir wollen in der Zukunft natürlich die Hightech-Themen eher in Neubauten unterbringen, um in den historischen Bestandsgebäuden auch nicht zu viele unschöne Eingriffe vornehmen zu müssen. Wir haben auch genug andere Funktionen, die verortet werden müssen, die kein Hightech-OP sind, Themen wie Lehre, Forschung, Administration, die sehr gut und sehr sinnvoll auch in historischen Bestandsgebäuden untergebracht werden. Wir sind ja auch gerade dabei, einige denkmalgeschützte Gebäude, die wir haben, zu sanieren. Also auch die historischen Gebäude werden natürlich mit in die Zukunft genommen. Viel Geschichte, aber trotzdem haut das hin. Denkmalschutz und laufender Krankenhausbetrieb. Irgendwo passiert immer etwas. Ja, natürlich. Wir bauen an vielen Stellen an der Charité momentan mit einem Gesamtvolumen von ca. 900 Millionen Euro. Davon ist das Herzzentrum mit einem Volumen von über 500 Millionen Euro natürlich ein großer Teil. Frau Mauritz, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, sehr gern. Ich auch. Zurück auf dem Campus Mitte. Hier, etwas versteckt zwischen den historischen Backsteingebäuden, gibt es einen Ort, um den sich viele Legenden ranken. Den Sauerbruchbunker. Er erinnert an das dunkelste Kapitel der Charité, das Dritte Reich, und an einen berühmten, aber auch umstrittenen Arzt, den Chirurgen Ferdinand Sauerbruch. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs lag die Charité mitten in der Frontlinie. Während draußen gekämpft wurde, operierte hier unten Ferdinand Sauerbruch in einem Bunker, den man noch 1942 errichtet hatte. Tag und Nacht wurde hier operiert, obwohl Medikamente, Betäubungsmittel, Strom und Wasser knapp waren. Heute gibt es Überlegungen, den Bunker öffentlich zugänglich zu machen, im Rahmen des Projektes Gedenkort Charité. Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren fast 90% der Charité-Gebäude zerstört oder beschädigt. Trotzdem ging der Krankenhausbetrieb weiter, denn die sowjetischen Besatzer wollten, dass die Charité funktionierte. Sie wurde zur wichtigsten und größten Baustelle Berlins. Und auch aktuell gibt es große Pläne für das Gelände. Sibylle Haseley vom Landesdenkmalamt betreut den Campus Mitte und setzt sich dafür ein, möglichst viel der historischen Bausubstanz zu erhalten. Zum Beispiel auch bei der denkmalgerechten Sanierung dieses alten Hörsaals. Man ist hier eigentlich in der Zeitkapsel, wenn man reinkommt. Was ist hier passiert? Ja, es ist wirklich so. Hier ist tatsächlich die Zeit stehen geblieben. Ich vermute mal kurz nach der letzten Nutzungsphase in den 50er Jahren. Also das ist hier der erhaltene Eckpavillon der ehemaligen Schwulstklinik. Der ist 1907 gebaut worden und hier drin ist der alte Strahlenhörsaal mit den Garderoben auf der Rückseite, mit der ganzen historischen Ausstattung, den alten Schränken, den alten Waschbecken, der alten Tafel. Hier ist die Zeit stehen geblieben. Jetzt kommt man hier rein und man ist ja total begeistert. Und kann man sowas überhaupt erhalten? Wir haben das große Glück, dass die Charité hier einen Außenstandort des Medizinhistorischen Museums unterbringen möchte. Also im Grunde genommen wird dieser Hörsaal an sich Ausstellungsobjekt und wird in dieser Gestaltung erhalten. Also wird wirklich nur gereinigt und ganz konservatorisch behandelt. Und das ist mal ein ganz großer Glücksfall, also dass wir wirklich hier Geschichte der Charité ganz hautnah und sehr authentisch erleben können. Wie geht man vor, wenn man so einen Saal wieder aktivieren möchte? Was sind da die Schritte, die dann stattfinden?
Also man muss natürlich erstmal den Bestand erfassen, man muss feststellen, was ist wichtig für den Raum. Dann geht es natürlich erstmal um bauliche Eingriffe, Brandschutz, Barrierefreiheit, Haustechnik. Dann geht es natürlich um ästhetische Fragen, wie präsentiert man Oberflächen. Wir haben hier, das kann man dann sehen, Musterflächen anlegen lassen. Man sieht ja, hier blättert die Farbe sehr stark ab. Das wird man so nicht lassen, weil den Raum kann man dann so nicht nutzen. Aber wir möchten jetzt hier nicht diesen Saal im alten Glanz erstrahlen lassen, wie das ja manchmal so heißt, sondern hier ist es wirklich spannend, in welcher Art dieser Raum so ein bisschen morbide auch überkommen ist. Für so ein Krankenhaus ist das dann doch auch irgendwie ein Sonderprojekt, einen Hörsaal so instand zu setzen. Also auf jeden Fall ist das eines der einfachen und schönen Projekte. Ich denke gerade an die kürzlich fertiggestellte Pathologie. Da gibt es hygienische Anforderungen, das sind ja Reinstlabore. Da hatten wir natürlich auch ganz intensive Abstimmungen, wie gehen wir mit den historischen Türen um. Da konnten wir gute Lösungen finden, dass man die Türen erhalten kann, dass man kleine Sichtfenster einbaut. Und ich denke, so muss man sich annähern. Also gute Projekte in der Denkmalpflege kommen zustande, wenn alle miteinander sich an einen Tisch setzen und nach den Lösungen suchen für die verschiedenen Anforderungen. Genau so. Frau Haseler, ich bin ganz begeistert von diesem Projekt. Schön. Vielen Dank, dass Sie mir den Saal gezeigt haben. Freut mich sehr. Während des Kalten Krieges war die Charité das führende Krankenhaus Osteuropas und eine Vorzeigeeinrichtung, hatte aber auch mit großen Problemen zu kämpfen. Bis zum Bau der Mauer flüchteten viele Beschäftigte der Charité in den Westen. Im Krankenhaus herrschte akuter Fachkräftemangel. Nach dem Mauerbau grenzte das Gelände direkt an den Todesstreifen. Auch das hat Spuren hinterlassen. Wie hier im Strahlenhörsaal wurden die Fenster nach Westen zugemauert und Zugänge versperrt. Die Charité war aufgrund ihrer Lage direkt neben der Grenze von besonderem Interesse für die Stasi. Hier wurden viele inoffizielle Mitarbeiter eingeschleust, konspirative Treffen durchgeführt und nachts die Schreibtische durchsucht. Doch auch der Westen Berlins hatte ein Problem. Sowohl die Universität als auch die Charité lagen im Ostteil der Stadt. Nicht nur die Wirtschaft und die Politik Berlins waren gespalten, sondern auch die Wissenschaft. Deshalb gründete man 1948 die Freie Universität in Dahlem. Zur Ausbildung medizinischer Fachkräfte brauchte man aber auch ein Universitätsklinikum. Das war die Geburtsstunde des heutigen Campus Benjamin Franklin. Das Krankenhaus wurde 1968 nach 10-jähriger Bauzeit eröffnet und hieß damals Klinikum Steglitz. Entworfen wurde das Gebäude vom amerikanischen Architektenduo Curtis & Davis. Die USA übernahmen 1/5 der Baukosten, nachdem Willy Brandt, damals regierender Bürgermeister, um Unterstützung für den Krankenhausneubau geworben hatte. Die Finanzspritze aus den Vereinigten Staaten war aber viel mehr als das. Sie galt als Beweis des amerikanischen Interesses an der Zukunft Berlins. Das Klinikum Steglitz war damals der größte Krankenhauskomplex Europas. Ein Kompaktbau, der alle Institute, Kliniken und Hörsäle unter einem Dach vereinte. Andreas Jüttemann kennt die Geschichte dieses Hauses in- und auswendig. Er ist Medizinhistoriker und hat sich intensiv mit dem Klinikum auseinandergesetzt. Herr Jüttemann, wir stehen jetzt hier vor dem Krankenhaus Benjamin Franklin. Der Name ist ja schon besonders, erzählt viel über die Geschichte. Ja, eine der Baubeteiligten war die Benjamin Franklin Foundation, einmal als mittelgebende Stiftung, aber auch als Institution, die direkt an das US State Department, also das Außenministerium, angesiedelt war. Das heißt, es gab eine enge politische Beziehung und ein paar Wünsche, die die Amerikaner unbedingt hier verbauen wollten. Neben gestalterischen Wünschen auch vor allen Dingen, dass es einen Ort geben soll, wo die amerikanische Medizin präsentiert wird für Besucher aus Ostberlin, für Besucher aus dem Ostblock, um zu zeigen, wie fortschrittlich amerikanische Technik ist. Was zeichnet denn ein modernes Krankenhaus in der Zeit aus?
Man spricht in der Krankenhausgeschichte ja von zwei wichtigen Bautypen. Einmal dem Pavillonstil und einmal dem Departmentsystem. Als die Amerikaner mit der Idee des Departmentsystems kamen, hieß es, alle Fächer unter einem Dach, alle Fächer auf verschiedenen Ebenen, kurze Wege. Die Patienten mussten nicht mehr rausgehen von Ort zu Ort, sondern konnten im Gebäude bleiben. Viel interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und die Chefärzte hatten keine großen Paläste mehr. Nein, sie hatten kleine Räume. Die waren genauso groß wie die von ihren Angestellten und von Verwaltungsmitarbeitern. Also man wollte mehr Zusammenarbeit, Networking, Teamwork war so das Modell und auch mehr Unterricht am Krankenbett beispielsweise. Es wurde erprobt viele Jahre, das war in Amerika auch noch relativ neu. Das hat man so 30 Jahre vorher angefangen und in Deutschland war das Klinikum Steglitz das erste Gebäude mit dem neuen Prinzip. Wie ist dieser Krankenhausbau, der ja auch direkt an ein Wohngebiet hier anschließt, damals rezipiert worden? Von den Anwohnern durchaus erstmal kritisch. Es hieß immer, dass ein Raumschiff sei hier in Lichterfelde gelandet. Also die Randbebauung ist ja eher Einfamilienhausbau und mit den zusätzlichen Parkplätzen, mit dem Autoverkehr. Also nicht so kritisch, wie man es wahrscheinlich 20 Jahre später gesehen hätte, aber trotzdem gab es kritische Stimmen. Am meisten Widerstände gab es durch die Mediziner. Die FU-Medizin befand sich ja im ehemals städtischen Krankenhaus in Westend, heute DRK-Klinik. Die Chefärzte wollten nicht hier hinziehen. Sie wollten nicht in so ein modernes Gebäude. Man wollte nicht zusammenarbeiten, man wollte nicht diese kleinen Räume haben. Man wollte weiterhin über ihren eigenen Pavillon herrschen. Also das heißt, es gab Widerstände. Das führte so weit, dass man für das Klinikum neue Ärzte, also auch neue Chefarztposten, neue Professuren nach Berlin rufen musste. Und das war natürlich in der Zeit, ein Mauerbau 61, relativ schwierig, zum Beispiel auch Ärzte aus Westdeutschland zu bekommen, die hier in diesen neuen Strukturen arbeiten wollten. Es mussten Anreize geschaffen werden. So durften die Chefärzte 10% der Bettenkapazität privat abrechnen und Pflegekräfte preisgünstig gut ausgestattete Wohnungen in Kliniknähe beziehen. Das heutige Verwaltungsgebäude Haus 3 etwa war zu der Zeit ein Schwesternwohnheim. Das Klinikum Steglitz besteht aus einem kompakten Gebäude mit einem zentralen Behandlungstrakt und zwei großen Baukörpern links und rechts daneben, die wie aufgesetzt wirken. Hier drin befinden sich die Patientenzimmer. Dazu der Sockel für Verwaltung, Lehre und Forschung. Und auch der Keller folgt der architektonischen Idee des Departmentstils. Hier im Untergeschoss des Gebäudes befindet sich die gesamte Logistik, ein Bewegungsbad und die Strahlentherapie. Alles organisiert entlang einer langen Versorgungsstraße, die das gesamte Gebäude durchzieht. Dazu bauten die Architekten eine für damalige Verhältnisse hochmoderne Leitzentrale, mit der sich das gesamte Klinikum überwachen ließ. Und auch bei der Fassadengestaltung ging man neue Wege. Dieser sogenannte Screen war durchaus ein Politikum. Das war der Wunsch der beiden Architekten, das hier zu verbauen. Man muss aber erst mal ganz zurückgehen. Die Architekten haben in Louisiana gebaut und wir sind in den 50er Jahren, 60er Jahren. Wir haben noch nicht die Klimaanlagentechnik. Und die Idee ist in Louisiana gewesen, durch den Screen, was viele Gebäude dort haben, Schatten einzubringen in die Räume, dass sie sich nicht aufheizen. Dieses Modell wollte man als eigentümlich amerikanisch hier adaptieren. Wir wissen alle, Berlin hat nicht das gleiche Klima, es war nicht unbedingt notwendig und viele Berliner Baubeteiligte haben sich dagegen gewehrt, weil es unglaublich teuer war. Der Beton des Screens, das soll eine Wirbelsäule nachbilden, der musste extra aus den Niederlanden hier angeschifft werden tatsächlich. Aber die Amerikaner wollten das hier umsetzen und es hat aber eigentlich keine Relevanz. Die Räume sind teilweise sehr dunkel dadurch und die Klimaanlagentechnik ist ja, wie wir wissen, heute auch natürlich entsprechend besser. Ein Krankenhaus, das unter Denkmalschutz steht, verträgt sich das? Na, es hat natürlich einige Herausforderungen für den Betrieb. Die Technik hat sich in den letzten über 50 Jahren deutlich weiterentwickelt. Das heißt, es sind viele Umbauten, außen, innen notwendig. Dass dieses Krankenhaus unter Denkmalschutz steht, ist aber besonders wichtig aufgrund der prototypischen Rolle für Europa. Und je mehr ich mich mit Mitarbeitern auseinandergesetzt habe, mit Studierenden auseinandergesetzt, mit dem Gebäude, habe ich gemerkt, wie viele Leute diesen Bau lieben, trotz den vielleicht in erster Sinne nicht unbedingt pittoresken Ansichten von einigen Seiten. Was ist für Sie an diesem Haus charakteristisch? Ich habe mich in den Screen verliebt aufgrund dieser Symbolik, dieser Wirbelsäule als medizinisches oder anatomisches Bestandteil, als Gebäudeverblendung. Gut, er bräuchte wahrscheinlich auch noch mal dringend ein bisschen Liebe. Also ein bisschen eine schlecht gepflegte Wirbelsäule, die braucht ein bisschen Übung, damit sie wieder stark wird. Er ist ja auch das Krankenhaus der zweiten Lebenshälfte. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Außen Historie, innen Hightech. Der Campus Benjamin Franklin
zählt zu den bedeutendsten Krankenhausbauten der Nachkriegszeit in Deutschland. Doch auch hier muss sich die Charité weiterentwickeln, wie immer in ihrer Geschichte. Denn die Bevölkerungsprognose für Berlin zeigt, dass immer mehr Menschen in die Stadt ziehen werden und medizinische Versorgung brauchen. Auf dem Campus Benjamin Franklin sind zahlreiche Neubauten geplant und auch im Hauptgebäude selbst wird renoviert. 5 OP-Säle hat die Charité aufwendig modernisiert und mit Hightech ausgestattet. Und auch 4 Pflegestationen wurden saniert, denn das einst modernste Krankenhaus Europas ist in die Jahre gekommen. Seit mehr als 300 Jahren ist es die Aufgabe der Charité, ihren Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten und neue medizinische Erkenntnisse zu gewinnen. Die Gebäude müssen also mit der Zeit gehen. Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe dabei, die denkmalgeschützte Architektur zu schützen. Auch am 4. Standort der Charité, dem Campus Berlin-Buch, wird es Neubauten geben. Aktuell haben 80% der Charité-Gebäude Sanierungsbedarf. Umso wichtiger ist eine langfristige Strategie, wie man mit dem architektonischen Erbe umgeht. Sicher ist, dass die Medizin immer wieder neue Anforderungen stellt. An Gebäude, Mitarbeitende und die Stadt. Mit ihr verbindet die Charité eine wechselvolle Beziehung. Boomt Berlin, so wächst auch der Krankenhausapparat. Geht es der Stadt schlecht, so leidet auch die Charité. Das Krankenhaus ist so etwas wie das Gedächtnis der Stadt. Bei allen Herausforderungen, die auf die Charité in den nächsten Jahrzehnten zukommen werden, hat sie einen Schatz. Ihre Geschichte und ihre Gebäude, die uns daran erinnern, wofür die Gründer einmal antraten. Für die bestmögliche medizinische Versorgung und für eine Architektur, die die Patientinnen und Patienten bei ihrer Heilung unterstützt. Wir wünschen der Charité diese Haltung auch für die nächsten 300 Jahre und werden Sie gerne dabei begleiten.